Hallo aus Kambodscha. Traumhaft schön hier, oder? Aber Kambodscha, das ist noch viel mehr als die südlichen Inselstrände. Das sind indigene Völker in den nördlichen Dschungelregionen. Das ist der gigantische Mekong-Fluss, die Hauptstadt Phnom Penh oder auch die riesigen Tempelanlagen von Angkor Wat. Dazu kommen unfassbar freundliche Menschen, aber leider Gottes auch eine extrem traumatische Geschichte. Das alles werden wir uns jetzt anschauen. Ich beginne meine Reise in Siem Reap. Hier prasselt sofort das geballte südostasiatische Leben auf mich ein. Tausende Mopeds und Tuk-Tuks auf den Straßen und natürlich die vielen mobilen Essensstände und Suppenküchen, die ihre Gäste bewirten. Ein Essen mit Getränk gibt es hier für rund $2. Meine erste Wahl, wenn es um leckeres Essen in Kambodscha geht. Die Zutaten findet man auf den unzähligen Märkten. Manches ist für unser mitteleuropäisches Auge sicher ungewohnt und gerade deshalb lohnt es sich auch, die Ecken zu besuchen, in die sonst kaum ein Tourist geht. Einige Tempel laden in Siem Reap ebenfalls zum Besuch ein. Man kommt schnell mit den Mönchen ins Gespräch und erfährt so einiges über das Land und den Buddhismus. Die unverzichtbare Partymeile für Touristen darf natürlich auch nicht fehlen. Die meisten von ihnen kommen hierher, um sich die weltbekannten Tempel von Angkor anzusehen. Und das machen wir gleich mal im Schnelldurchlauf. Gemeinsam mit meinem Kumpel Ulf will ich den Angkor Wat Halbmarathon laufen. Ein internationales Rennen mit rund 11.000 Teilnehmern aus 78 Ländern. Also das ist der blanke Wahnsinn hier. Sonntagmorgen um 5 in Kambodscha. 23 Grad, die Luftfeuchtigkeit, sagt man nasser Waschlappen. Und in einer halben Stunde geht's hier los mit meinem persönlichen Halbmarathon. Es gibt auch noch einen 5er, einen 10er, einen 3er. Ja, und das sind Leute aus der ganzen Welt hier. Also das wird, glaube ich, eine riesengroße Gaudi. Und das alles hier vor dieser traumhaften Kulisse. Und die weltweite Lauf-Community hat nicht zu viel versprochen. Dieser Lauf gilt als einer der schönsten weltweit, mitten durch die weltberühmten Tempelanlagen. Geschafft! Nach 1 Stunde und 54 Minuten bin ich im Ziel. 15 Minuten später als geplant, aber mehr war bei diesen Bedingungen einfach nicht drin. Untergebracht bin ich übrigens etwas außerhalb von Siem Reap bei einer kambodschanischen Familie. Mein Tuk-Tuk-Fahrer braucht fast 1 Stunde, um das Haus zu finden. Dafür bekomme ich hier, außerhalb der touristischen Stadt, schon einen ersten Eindruck vom echten Leben in Kambodscha. Ja, während man in der Innenstadt von Siem Reap noch denkt, den Leuten geht's gut, das ist eine reiche Stadt, sieht's hier ein paar Meter weiter schon ganz anders aus. Das ist aktuell mein Wohnort, das ist die Ecke der Stadt, wo ich wohne, ein paar Kilometer außerhalb. Da besteht die Straße nur noch aus Schlamm und aus Löchern. Die Menschen, die hausen hier in ganz simplen Wellblechhütten, die bereiten ihr Essen auf dem Boden zu, da wird am Boden gekocht, da wird teilweise am Boden geschlafen. Also da ist die Welt schon eine ganz andere und auch das ist natürlich ein Punkt, den man auf jeden Fall sehen muss, wenn man nach Kambodscha reist. Und trotzdem, oder gerade deshalb, ich fühle mich hier pudelwohl. Nach einer entspannten Tropennacht sehen wir uns die Tempel von Angkor jetzt nochmal in Ruhe an. Mehr als 1000 Tempel haben die Khmer hier zwischen dem 9. und 15. Jahrhundert errichtet. Die Fläche erstreckt sich auf rund 200 Quadratkilometer. Um das 12. Jahrhundert war Angkor mit vermutlich 1 Million Menschen die größte Stadt des Planeten. Und bis heute ist Angkor nicht nur eine unfassbare Sehenswürdigkeit, sondern immer noch eine wichtige Pilgerstätte.
Was die Architekten und Steinmetze der Khmer hier vor rund 1000 Jahren gebaut haben, ist an Schönheit und Faszination nur schwer zu überbieten und steht völlig zu Recht auf der UNESCO-Weltkulturerbeliste. Wer will, kann hier Wochen verbringen und hat immer noch nicht alles gesehen. Für mich geht hier ein Lebenstraum in Erfüllung. Hinterher gibt's zur Stärkung erstmal eine frittierte Banane und gleich gegenüber frischen Zuckerrohrsaft. Dann geht es auch schon weiter zur nächsten Station mit dem Minibus Richtung Osten. Mein Ziel ist die Stadt Krache am Mekong. Man könnte meinen, das ist einer der Top-Hotspots hier in Kambodscha, was Tourismus angeht, weil viele wohl hierher an den Mekong kommen, um auch die seltenen Irrawaddy-Delfine zu sehen. Ich muss aber sagen, das verläuft sich hier in Krache ganz gewaltig und auch mit Englisch wird es hier langsam wirklich eng. Hände und Füße sind angesagt, aber irgendwie komme ich durch. Die Natur verwöhnt mich mit einem traumhaften Sonnenuntergang am Mekong, bevor ich mir die Essensstände am Nachtmarkt ansehe. Es gibt Meeresfrüchte, aber auch Heuschrecken, Schaben und Grillen. Bon Appetit! Ja, schönen guten Morgen. Frühstück am Mekong, heute mal ganz traditionell. Das hier, das ist Krorlan, habe ich mir sagen lassen. Und zwar ein ganz dünnes Bambusrohr, gefüllt mit Klebreis, Bohnen und wahrscheinlich allem, was nicht schnell genug den Baum hochkommt. Ich werde es jetzt mal probieren und dann schauen wir mal, wie es schmeckt. Also es schmeckt tatsächlich nach dem, was es ist. Es ist süßer Klebreis mit Bohnen. Es ist ein bisschen schwer zu schälen. Man muss aufpassen, dass man nicht allzu viel von diesen Bambusfasern erwischt. Aber wenn man da mal rangekommen ist, schmeckt es richtig, richtig lecker. Und vor allem das Angenehme ist, dieser ganze Balken hier, das wird nach Gewicht abgerechnet. Der kostet hier ungefähr umgerechnet $1 und für mich sind das 2 Tagesmahlzeiten. In diesem Sinne, guten Appetit und jetzt geht's aufs Fahrrad Richtung Mekong. Mein Weg führt mich auf kleinen, staubigen Sträßchen durch die Siedlungen von chinesischen, vietnamesischen und laotischen Minderheiten. Und sogar schwimmende Dörfer gibt es hier. Als nächstes nehme ich die Fähre über den Fluss auf die Insel Koh Trong. Auf der anderen Seite werden die Lieferungen schon ungeduldig erwartet. Ich lasse es ruhig angehen. Vorbei am Tempel umrunde ich die landwirtschaftlich geprägte Insel einmal mit dem Rad. Und obwohl alles so friedlich erscheint, hier, wie an vielen anderen Orten in Kambodscha auch, sieht man immer wieder Gedenktafeln, die an die Opfer des Pol Pot-Regimes erinnern. Den Terror der Khmer Rouge werden wir später noch behandeln. Autonomes Fahren ist in Kambodscha übrigens längst Realität.
ich habe jetzt auch mal gefragt, was die Männer da hinter mir eigentlich treiben. Ging natürlich wieder nur mit Händen und Füßen, weil die Sprachbarriere ist doch ganz schön groß, aber so viel habe ich verstanden. Das sind Fischer, die da unten am Mekong-Ufer ihre Schlafhütten aufbauen, um eben möglichst nah am Wasser zu sein. Das geht auch nur während der Trockenzeit, denn in der Regenzeit, da steigt der Mekong hier teilweise um bis zu 25 Meter an. Das heißt, der schwappt dann auch da drüben in die Innenstadt von Kratsche und da ist hier natürlich am Flussufer nichts zu wollen. Dann geht es für die Jungs wieder ins Landesinnere und wenn dann die Regenzeit rum ist, dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Ein paar Kilometer weiter nördlich liegt auf 2 Hügeln der Phnom Sambok-Tempel. Die Mönche leben auf dem Frauenberg, die Nonnen auf dem Männerberg. Wer möchte, kann hier gratis über Nacht zum Meditieren bleiben oder sich mit den Nonnen und Mönchen austauschen. Die Einheimischen kommen gerne zu Hochzeitszeremonien hierher oder genießen zum Sonnenuntergang den Ausblick auf den Mekong und die Reisfelder. Ich habe für den Sonnenuntergang allerdings andere Pläne und dafür geht's aufs Wasser. Rund 3 Dutzend der seltenen Irrawaddy-Delfine leben im Mekong bei Kampi. Die Art gilt als stark gefährdet. Dynamitfischerei und andere illegale Fangmethoden haben sie massiv dezimiert. Immerhin, in diesem Abschnitt des Mekong haben die Irrawaddy-Delfine ein Schutzgebiet bekommen und dürfen sich halbwegs sicher fühlen. Mehr als die Rückenflosse bekommt man zwar meistens nicht zu sehen, der Sonnenuntergang am Mekong ist in dieser Gesellschaft trotzdem außergewöhnlich. Am nächsten Tag reise ich weiter Richtung Nordosten, natürlich inklusive Häppchenstopp. So, gerade angekommen in Ban Lung im äußersten Nordosten von Kambodscha, so ungefähr 50 Kilometer hinter mir, da ist Laos, 50 Kilometer in die andere Richtung, da ist Vietnam und hier geht es dann auch so langsam los mit dem Dschungel, mit den Bergen und ich habe mir sagen lassen, hier in diesem Berggebiet, da gibt es auch noch einige indigene Stämme, die würde ich mir gerne angucken, die würde ich gerne besuchen und ich mache mich jetzt mal auf den Weg und werde mal versuchen rauszukriegen, wie ich da am besten hinkomme. Zusammen mit meinem Dolmetscher fahre ich am nächsten Tag ins Dschungelgebiet. Hier besuche ich den Stamm der Thomporn. Sie bestreiten ihren Lebensunterhalt durch den Anbau von Kautschuk, Maniok und Erdnüssen, die sie auf den Märkten verkaufen. Der Nachwuchs wird auch gleich angelernt. Und weiter geht's. Wir haben heute noch viel vor. Und das macht hungrig. So, kurzer Stopp hier auf unserer Tour zu den Indigenen und wir organisieren uns jetzt hier gerade am Markt ein bisschen was zum Essen für heute Abend, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Gemüse, alles was man so braucht und dann lassen wir es uns heute Abend ordentlich schmecken. Wir fahren weiter Richtung Norden. Mit einer Fähre überqueren wir den Sesan-Fluss und treffen auf der anderen Seite auf den Stamm der Brau. Wir kommen genau rechtzeitig zu einer kleinen Zeremonie, bei der frischer Reiswein angesetzt wird. Ähnlich wie bei Mate wird ein vergorenes Konzentrat immer wieder mit Wasser aufgefüllt und das auch nur zu besonderen Anlässen. Qualitätskontrolle? Und dann darf auch ich probieren. Zu viel davon ist sicher nicht ganz ungefährlich.
Wir werden sogar eingeladen, die Nacht über hier zu bleiben, wollen aber noch ein Stück weiter. Dann plötzlich eine Straßenblockade. Die Frau in der Bretterbude erklärt uns, die Straße hat zwar die Regierung gebaut, die Brücke aber gehört ihrer Familie. Und deshalb müssen wir Maut bezahlen. 2000 Riel, knapp 50 Cent kostet uns das. Danach dürfen wir weiterfahren. Wir machen einen kurzen Tankstopp und überqueren einen Nebenarm des Sesan-Flusses. Hier, in einem der Dörfer, wollen wir versuchen, einen Schlafplatz für die Nacht zu finden. So, gute Nachrichten am Abend nach einer langen Motorradtour. Wir haben jetzt hier bei einer Dorfgemeinschaft vom Kacha Tribe die Erlaubnis bekommen, hier sogar beim Dorfvorsteher zu übernachten. Haben natürlich erst fragen müssen, ob wir hier rein dürfen und haben jetzt die Erlaubnis bekommen, hier zu übernachten. Dürfen sogar auch hier die Küchenutensilien verwenden, um uns unser Abendessen zu kochen. Ja, und dann übernachten wir hier und dann sehen wir einfach mal, was der heutige Abend noch bringt und natürlich auch, was der Tag dann morgen bringt. Kurz darauf brennt ein kleines Feuer und wir schnippeln uns unsere Einkäufe vom Nachmittag. Der nächste Morgen am Sesan-Fluss. Die Menschen sind früh wach. Eigentlich ist alles wie bei uns. Einkäufe müssen erledigt, Wäsche gewaschen und der Alltag gemeistert werden. Hier schöpft eine Frau Wasser aus einem Loch am Flussufer. Die Sandschichten filtern das Wasser so gut, dass es nicht mehr extra abgekocht werden muss. Ein Arbeitsschritt weniger. Wir müssen erst wieder übers Wasser, bevor wir uns auf den Weg zu einem Friedhof der Kachok machen. Nach der Beerdigung wird ein Jahr lang täglich etwas Kleines geopfert und das Grab verschönert. Mit Schnitzereien, Fotos oder Malereien. Dann gibt es ein großes Abschlussfest und danach wird das Grab nie wieder besucht, um der Seele ihren Frieden zu lassen. Von hier aus fahren wir zurück nach Banlung und ich nehme den Nachtbus in die Hauptstadt Phnom Penh. Hier ist endgültig Schluss mit ländlicher Idylle. Hier trifft Religion auf Konsum und Tradition auf Moderne. Hier treffen sich Arm und Reich und Handkarren teilen sich die Straße mit Geländewägen. Mein erster Weg führt mich zum Wat Phnom, dem Tempelhügel, dem die Stadt ihren Namen zu verdanken hat. Der riesige Zentralmarkt Sat Mei ist so etwas wie das Wahrzeichen der Stadt. Hier gibt es alles. Vom frischen Fisch oder Fleisch über Schneider und Messerschleifer bis zum Juwelier. Mich interessiert allerdings weniger das Shopping-Erlebnis als vielmehr die Geschichte Kambodschas. Und hier wird es heftig.
Ja, so faszinierend dieses Land und seine Geschichte auch ist, es gab leider viele, viele dunkle Kapitel in der Geschichte Kambodschas. Immer wieder gab es militärische Umstürze und Diktaturen. Die Amerikaner haben während des Vietnamkriegs den Ho Chi Minh-Pfad im Nordosten des Landes massiv bombardiert. Und als Mitte der 70er die Khmer Rouge hier die Macht übernommen haben, starben innerhalb von 4 Jahren knapp 2 Millionen Menschen durch Hunger, Zwangsarbeit, Folter und Massenhinrichtungen. Hinter mir das Tuol Sim Genozidmuseum. Das werde ich mir jetzt mal ansehen. Was hinter diesen Mauern mitten in der Stadt geschehen ist, lässt sich weder mit Worten noch mit Bildern auch nur ansatzweise vermitteln. Mich hat dieser Besuch jedenfalls an meine psychischen Grenzen gebracht. Eine ehemalige Schule wurde hier zum berüchtigsten Foltergefängnis des Landes. Büros wurden zu Verhörzellen. Fotos an den Wänden zeigen mit aller Härte, wie die letzten Opfer hier vorgefunden wurden. Spielgeräte wurden zu Folterinstrumenten umfunktioniert. Aus Klassenzimmern wurden Zellentrakte. In Tuol Sleng bekommen Täter und Opfer heute ein Gesicht. Die letzten 14 Opfer, die bei der Befreiung vorgefunden wurden, haben hier ihre letzte Ruhestätte bekommen. An die vielen weiteren erinnert ein Gedenkmonument. An dieser Stelle wollte ich eigentlich einen Kommentar aufzeichnen. Es ging nicht. Die Khmer Rouge gehören untrennbar zur Geschichte Kambodschas und sind in meinen Augen Teil des Pflichtprogramms. Dennoch, wer mit Kindern unterwegs ist, dem rate ich dringend von einem Besuch der Genozidgedenkstätten ab. Es ist schlicht zu verstörend. Ich bin noch nicht fertig mit dieser Epoche Kambodschas, brauche jetzt aber erstmal Ablenkung. Leben, Licht, Farben, Musik, all das finde ich im Königspalast. Hier komme ich auf andere Gedanken. Ich muss aber gestehen, ich war etwas enttäuscht von diesem Palast. Sicher, er ist groß und prunkvoll. Die vielen offen zugänglichen Tempelanlagen im ganzen Land haben mir aber mehr imponiert. Ich hatte es bereits erwähnt. Ich bin noch nicht fertig mit dem Terrorregime der Roten Khmer. Am nächsten Tag stehen die sogenannten Killing Fields auf dem Plan. Alles in mir sträubt sich und so wähle ich den längsten und langsamsten Weg. 17 Kilometer zu Fuß statt auswärts. Es geht durch das übliche Verkehrschaos, aber auch vorbei an wunderschönen Tempelanlagen. Der lange Weg, ich bin 2,5 Stunden unterwegs, gibt mir die Chance, mich geistig auf die Gedenkstätte vorzubereiten. Und dann bin ich plötzlich da. Chong Ek, das bekannteste der rund 300 Killing Fields in Kambodscha. Rund 20.000 Menschen, oft frühere Insassen von Tuol Sleng, wurden hier exekutiert. Während einen das Foltergefängnis in der Innenstadt mit der grausamen, direkten Realität konfrontiert, strahlt Chong Ek so etwas wie die Ruhe einer Gedenkstätte aus. Allerdings nur auf den ersten Blick. Ziemlich schnell wird klar, man läuft hier über ein riesiges Massengrab.
Noch heute spült der Regen Kleiderfetzen, Zähne und auch Knochen aus dem Boden an die Oberfläche. Am sogenannten Killing Tree fanden unzählige Kinder und Säuglinge ihr Ende. Das grausame Motto der Khmer Rouge: das Gras mit der Wurzel ausreißen. Die zentrale Gedenkstupa erinnert an die Toten und mahnt zum Frieden. Auf 17 Etagen liegen hier rund 9000 Schädel und weitere Knochen der Getöteten. Ich verlasse die Gedenkstätte mehr als nachdenklich. Bei einer Sunset-Tour am Zusammenfluss von Tonle Sap und Mekong versuche ich etwas abzuschalten, was mir nur langsam gelingt. Auch hier sehe ich die Zerrissenheit des Landes. Holz- und Wellblechhütten auf der einen Seite, dazwischen schwimmende Dörfer mit Familien, die auf ihren Booten leben. Und auf der anderen Seite die Skyline der Hauptstadt. Noch vor 15 Jahren stand in Phnom Penh kein einziges Hochhaus. Ob das wirklich Fortschritt ist, das sehen viele Einheimische mit durchaus kritischen Augen. Ein neuer Tag, ein neues Verkehrsmittel. Heute fahre ich Zug. Es geht durch die Außenbezirke von Phnom Penh, vorbei an Hügeln und Reisfeldern, in den Süden des Landes nach Kampot. Und von hier weiter mit dem Tuk-Tuk nach Kep, an den Golf von Thailand. Natürlich gibt es auch hier ein einsames Mädchen, das auf die Rückkehr seines Geliebten wartet. Er wird es wohl nicht sein. Obwohl Kep im ganzen Land bekannt ist für seine Krabben. Und deshalb statte ich auch dem örtlichen Krabbenmarkt einen Besuch ab. Hier gibt es, täglich frisch, alles für Freunde von Meeresfrüchten und Krustentieren. Bei Bedarf auch als Geschenk verpackt. Ansonsten wirkt Kep etwas verlassen. Die Straßen sind reichlich überdimensioniert für die wenigen Menschen, die darauf fahren. Und auch am Pier ist wenig los. Ich bin fast am Ende meiner Reise und will die letzten Tage am Strand genießen. Ein Fischer bringt mich nach Koh Tonsai, einer kleinen Insel vor der Küste. Die Einheimischen sprechen auch von Rabbit Island, weil der Umriss der Insel angeblich einem Kaninchen ähnelt. Falls jemand helfen kann, ich bin immer noch ratlos. Auf der Insel erwartet mich ein kleines Paradies. Dschungel, Sandstrand, glasklares Wasser. Dazu ein Dutzend Holzhütten ohne Handyempfang und Strom gibt es nur abends für wenige Stunden. Der perfekte Ort, um abzuschalten, aber auch, um die Reise ein wenig Revue passieren zu lassen. Hier wird der Reisende dann doch noch zum Urlauber.
Strand, Bier, Sonne. Später ein Lagerfeuer und ein Sonnenuntergang wie aus dem Bilderbuch. Länger als einen Tag kann ich dann doch nicht still sitzen und umrunde die Insel zu Fuß. Es geht durch Dschungel und Mangrovenwälder, vorbei an einsamen Fischerhütten, über Fels- und Sandstrände. Ein wunderbarer Abschluss für diese Tour. Ja, und damit geht auch meine Reise durch Kambodscha so langsam zu Ende. Mein Fazit: ein grandioses Land, freundliche Menschen, wunderbare Natur und gigantische Tempelanlagen. Und das alles zum mehr als günstigen Preis. Allerdings, wer dieses Kambodscha noch erleben möchte, der muss sich beeilen, denn das Land verändert sich rasant. Alte Bräuche gehen zunehmend verloren. China greift mit großen, hungrigen Händen nach dieser Region. Und glaubt man den Menschen hier im Land, dann hat die Politik nichts mehr im Sinn als den Machterhalt und den Machtausbau, anstatt für dieses Land, für die Zukunft etwas zu tun. Also wer dieses Land noch sehen möchte, seid schnell, packt eure Tasche, packt euren Rucksack und habt noch mal eine richtig großartige Zeit in Kambodscha. Jetzt schauen wir uns aber erstmal noch das da an.